Hallo liebe Zuschauer, heute möchte ich mal ein Thema ansprechen, wo keiner gerne was mit zu tun haben möchte. Ich habe das in einem vorigen Film angesprochen. Es geht also darum, was ist, wenn wir hier in Thailand versterben. Ja, er glaubt es nicht, das ist ein wichtiges Thema, alles vorher schon abzuklären und dann die ganze Sache zu vergessen, weil alles geklärt ist, und das ist ganz wichtig. Ja, es geht jetzt heute darum, mit den Vermögensteilen, die man hat, was geschieht anschließend damit, wenn man verstirbt. Also normalerweise, wenn sich niemand meldet, dann geht das zum Gericht, und wenn sich innerhalb von einem halben Jahr dann niemand meldet, dann geht das ins Staatsbesitz. Und das will ja wohl keiner. Also müssen wir vorher alles klären. Das heißt also, heute wird angesprochen, was ist mit dem Auto und was ist mit dem Roller. Was brauchen wir dafür, um unseren Liebsten, meine zukünftige Frau sitzt ja neben mir, dass die das denn überschrieben bekommt. Also wir fahren heute zum Transportdepartment, werden da sagen, ich fahre für unbestimmte Zeit nach Europa und sie soll die Möglichkeit haben, dieses Auto zu kaufen, wo ich nicht anwesend bin. Das ist das Gleiche, wenn man gestorben ist. Man kann ja den Kaufvertrag, also man muss ja den Kaufvertrag dann rückgängig machen, 2-3 Tage bevor man verstorben ist. Das kann man ja dann eintragen. Es geht darum, dass also die Papiere alle fertig sind, dass jetzt in dem Fall die Vinat mein Fahrzeug übernehmen kann, also theoretisch kaufen kann, für einen Baht zum Beispiel. Das kann man ja innerhalb der Ehe, kann man das ja so regeln. Und wenn ich versterbe, geht sie am gleichen Tag oder am nächsten Tag zum Straßenverkehrsamt und lässt das Fahrzeug übertragen auf ihren Namen. Und damit hat sie das Recht, das Fahrzeug weiter zu verkaufen. Und das müsst ihr eben halt selber entscheiden in eurem Testament, was mit dem Geld geschieht. Ob das Angehörige bekommen oder eure Lebenspartnerin. Das ist das heutige Ziel, dass wir also die kompletten Unterlagen bekommen, dass wir wissen, was wir haben müssen. Ich habe ja schon mal in der Vergangenheit darüber einen Film gemacht. Ich weiß, dass man also eine Kopie haben muss vom Pass und auch vom Visum. Da müsst ihr natürlich drauf achten, weil ja alle 10 Jahre läuft der Pass ab, und wenn ihr jetzt die Unterlagen habt und in 12 Jahren ist das nochmal, dann habt ihr ja schon einen neuen Pass und da steht da die alte Nummer drin. Das müsst ihr also immer erneuern, wenn euer Pass ungültig geworden ist. Das dürft ihr nicht vergessen. Ja, und dann werden wir in den nächsten Tagen, oder vielleicht wir gehen heute noch zur Bank, und da holen wir auch eine Vollmacht ab, dass sie das Geld, was drauf ist, abheben kann. Bei einigen ist es ja so, die haben ja nicht die 800.000 als Rente und haben dann ein kleines Vermögen auf dem Konto, um die 800.000 aufzufüllen. Ja, und die sollen ja da auch nicht Wurzeln schlagen bzw. beschlagnahmt werden, bis das Gericht nach circa einem halben Jahr sagt, wo das Geld hingeht. Also wie gesagt, wenn sich keiner meldet, geht dann in Staatsbesitz. Und das werden wir auch klären. Ich weiß von der Casikon in der Vergangenheit, da kriegt man ein Formular und dann trägt man denjenigen ein, der das abheben kann, und die Unterschrift, und damit kann sie also am nächsten Tag das Geld abheben. Natürlich sollte man dann noch ein Testament machen, ein separates, also wo man das dann erklärt, dass das der letzte Wille ist. Nicht, dass nachher noch ein Gericht auf die Idee kommt, da ist was Illegales passiert, ohne die Zustimmung desjenigen, der verstorben ist. Das sollte man also dann machen. So, und Ja. jetzt fängt es gerade hier an zu regnen, schön. Regnen schön. Heißt, Ja.
Hij spreekt in Deutsch. Du sprichst Deutsch. Ja. No, jij spreekt Deutsch. Ik begreep hij niet wat hij zegt. Okay. So, He speak in Deutsch and he asked me in Deutsch back. I don't understand what he say. ja, manchmal spreche ich mit ihr oder spreche ich sie an in Deutsch und dann versteht sie das nicht so richtig. Aber in dem Fall, sie weiß jetzt, was los ist. Sie wird das jetzt gleich den Beamten im Transport, im Straßenverkehrsamt ist das ja, erklären, welche Unterlagen wir da haben müssen. Und dann stellen wir es schön zusammen. Und ich glaube, im nächsten Film werden wir dann mal die ganzen Formblätter zusammen ausfüllen und dann erklären, weil es ja unterschiedlich ist, welches Fahrzeug das ist und so. Ich glaube, da machen wir einen separaten Film drüber. Und so gehen wir dann sukzessiv vor, was ist oder wie bereite ich mich darauf vor, wenn ich versterbe, dass alles geklärt ist. Bis gleich. Wir sind hier am Transportdepartment in Lipanoi auf Koh Samui. Da gehen wir jetzt mal rein, hoffentlich ist nicht so viel los. Hier würde ich mal ausschalten, bevor wir Ärger kriegen. Yeah. Okay, we need this too, a copy of my passport with visa, and then it's done. And Copy you passport and visa ของหนูด้วยไหม and เรา this ก็บัต here. รประชาชนอย่างเดียว ใช่ไหม ของคนไทยไม่ยุ่งยาก อ๋อเราก็สามารถมาทำได้เลยใช่ไหม ใช่เอารถมาเอาสมุดมา She remember me. Yeah, I was many time here. Ihr habt vielleicht das eine oder andere gerade mitbekommen. Ich kann ja nicht das volle Video bringen. Vor allen Dingen, wo der Officer mit drauf ist. Also, was ihr haben müsst, ist, das Visa darf nicht abgelaufen sein. Ihr müsst eine Kopie von eurem Pass haben, das muss unterschrieben sein. Eine Kopie, wo das Visum drin ist, muss unterschrieben sein. Und dann habt ihr hier 2 Formblätter, die werden wir aber jetzt separat ausfüllen, in einem separaten Film. Und wir müssen noch einen Kaufvertrag besorgen und den kann man auch im Internet downloaden. Und dann sagte sie, wäre es normalerweise kein Problem, dass sie ohne meine Anwesenheit den Wagen übernimmt. วันนี้มาที่ขนส่งนะคะ มาสอบถามเรื่องการโอนรถ ถ้าสมมติกรณีว่าแฟนเราหรือคู่ชีวิตเราเป็นอะไรไป แต่เขายังไม่อยากโอนให้เรา ถ้าเขาเป็นอะไรไปเราสามารถโอนแล้วขายรถได้ไหม ก็ไปขอเอกสารตัวนี้มาได้ค่ะ เป็นแบบคำขอโอนและรับโอน แล้วก็ใบมอบอำนาจ จะได้เอกสารมา2 ตัว เพื่อไม่ให้เขาเซ็นไว้ ถ้าเขาเป็นอะไรก็เราก็มีพาสปอร์ตของเขาที่เขาต้องเซ็น แล้วก็วีซ่า เราสามารถเอาเป็นของเราได้เลย โอนได้เลย ที่สำคัญก็คือวีซ่าเขาต้องไม่ให้หมดอายุ ค่ะ You say also that we make a separate video where we make it ready. no Okay. เดี๋ยวจะมีทำวิดีโออีกรอบ 2 ว่าการเขียนต้องเขียนยังไงนะคะ เดี๋ยวก็มาให้ดูในภาค 2 ค่ะ to be continue number 2 Ich habe da eben gesagt, ihr müsst alle 10 Jahre das machen. Da wird irgendwo ein Passus sein, wo die Passnummer reinkommt. Das lasst ihr einfach offen, weil wir als Deutsche müssen ja alle 10 Jahre einen neuen Pass beantragen und dann bekommt man eine neue Nummer. Das heißt also, deine Frau muss dann eben halt gucken, wie ist die aktuelle Passnummer und die trägst du ein und dann braucht er also nichts zu machen eigentlich. Was die ja gerade gesagt hat, muss natürlich ein aktuelles Visum vorhanden sein, das ist natürlich klar, sonst darf man ja hier nicht in Thailand sein. So, jetzt versuchen wir also noch den Kaufvertrag aufzutreiben und im nächsten Video dann füllen wir das Ganze mal aus. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hier seht ihr jetzt die Unterlagen, die ihr benötigt. Einmal das blaue Buch, das ist für ein Auto und grün ist für einen Roller. Dann braucht ihr eine Kopie von eurem Ausweis mit Visa, Unterschrift nicht vergessen. Und hier kommen jetzt die Formblätter, die werden wir aber im nächsten Film mal bearbeiten. Da sind nämlich einige Informationen, die da reinkommen müssen. Aber wie gesagt, beim nächsten Film.